Vor 3 Monaten habe ich mit der Abnehmspritze Mounjaro angefangen. Ein Experiment, bei dem ich ehrlich gesagt nicht so recht wusste, wohin die Reise eigentlich geht. Körperlich nicht, mental nicht und finanziell erst recht nicht. Nun sind 12 Wochen vergangen. Zeit also für ein erstes Fazit. Wie ist es mir in dieser Zeit ergangen? Was lief besser als erwartet? Was hat mich genervt? Was hat mich überrascht? Und natürlich, wie viel habe ich in diesen 3 Monaten tatsächlich abgenommen? Das alles klären wir heute in diesem Video. Herzlich willkommen bei Ulf Unplugged. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, 3 Monate sind nun vergangen, seitdem ich mit Mounjaro angefangen habe. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um eine erste Bilanz zu ziehen. Nicht nach einer Woche, wenn man noch mehr Hoffnung als Erfahrung hat. Und auch nicht erst nach 2 Jahren, wenn man sich kaum noch erinnert, wie sich der Anfang eigentlich angefühlt hat. Eines gleich vorweg. Ich erzähle hier ausschließlich von meinen persönlichen Erfahrungen mit Mounjaro. Ich werde von niemandem gesponsert. Ich berichte komplett unabhängig, im Positiven wie im Negativen. Und ganz wichtig, meine Erfahrung kann und will ich nicht verallgemeinern. Andere Menschen können einen solchen Prozess völlig anders erleben. Ich bin zudem weder Arzt noch Ernährungswissenschaftler. Meine Schilderungen sind also ausdrücklich keine medizinischen Ratschläge. Wenn ihr euch für eine Abnehmspritze interessiert, besprecht das bitte mit eurer Ärztin oder eurem Arzt. Nicht mit YouTube, nicht mit TikTok und auch nicht mit mir, selbst wenn ich heute ausnahmsweise mal relativ sortiert wirke. So, das musste einfach sein. Fangen wir direkt mit den Fragen an. Wie viel Gewicht hast du bis jetzt verloren? Ja, die Königsfrage gleich zu Beginn. Wie viel habe ich denn nun tatsächlich abgenommen? Meine erste Spritze habe ich am 20. April gesetzt. Damals habe ich rund 101 Kilogramm gewogen. Heute, rund 3 Monate später, liege ich bei 92 Kilogramm. Das heißt, ich habe bis jetzt rund 9 Kilogramm Gewicht verloren. Zudem ist mein Bauchumfang von anfangs über 120 cm auf inzwischen 112 cm geschrumpft. Und ja, ich gebe unumwunden zu, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Natürlich liest und hört man, dass die Pfunde gerade am Anfang recht schnell purzeln können. Aber wenn man das dann am eigenen Körper erlebt, ist das trotzdem noch einmal etwas völlig anderes. Wenn man morgens auf die Waage steigt und da steht plötzlich eine Zahl, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, dann schaut man erstmal recht skeptisch rein. Ein bisschen so, als hätte sich die Waage vertippt. Aber nein, es war tatsächlich weniger. Und das ist, ganz ehrlich, ein unglaublich gutes Gefühl. Nicht nur wegen der Zahl, sondern weil sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder etwas bewegt hat. Und zwar in die richtige Richtung. Warum hast du dich für die Abnehmspritze entschieden? Ja, die Frage nach den Gründen. Ich hatte das in meinem ersten Video ja schon einmal angesprochen. Wer mag, kann sich das gerne noch einmal anschauen. Kurz gesagt, meine Schlafapnoe und meine Depressionen haben mich seit viel zu langer Zeit im Griff. Und wenn man in so einem Hamsterrad steckt, dann kann man sich noch so oft vornehmen, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben und ab sofort ein völlig neuer Mensch zu werden. Das Problem ist nur, es klappt einfach nicht. Oder genauer gesagt, es klappt vielleicht ein paar Tage. Aber dann kommt das Leben dazwischen. Müdigkeit, Erschöpfung, die Stimmung, Stress. Und irgendwann steht man wieder da, wo man vorher schon mal stand. Nur mit noch etwas mehr Frust im Gepäck. Daher war die Abnehmspritze für mich ein legitimer Weg, überhaupt wieder etwas in Bewegung zu setzen. Wann hast du gemerkt, dass die Spritze wirkt? Ich hatte mir vor der ersten Spritze tatsächlich vorgenommen, das ganz genau festzuhalten. Ich hatte sogar die Idee, meinen Abnehmprozess in wöchentlichen Videos zu dokumentieren. Aber ganz ehrlich, das wäre ziemlich übertrieben gewesen. Denn am Anfang habe ich gar keine spektakuläre Veränderung gespürt. Es war nicht so, dass ich mir die erste Spritze gesetzt habe und am nächsten Tag als komplett neuer Mensch aufgewacht wäre. Am Anfang war da vor allem die Neugier und natürlich der Wille, möglichst schnell ein sichtbares Ergebnis zu erzielen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich ab Tag 1 Cola, Chips, Pommes und Süßigkeiten komplett gestrichen habe. Salami und Gouda gab es nur noch einmal pro Woche. Und generell zum Frühstück nur 2 Scheiben von Melindas selbstgebackenem Sauerteigbrot. Das reicht bis heute, meistens bis zum Abendessen. Lag das alles an der Spritze? Oder war das eher mein großer Anfangswille? Ehrlich gesagt, ich kann es nicht genau sagen. Wahrscheinlich war es eine Mischung.
Die Spritze hat auf jeden Fall geholfen. Aber der Kopf war am Anfang auch sehr fokussiert. Man ist motiviert, man beobachtet sich, man will einfach nichts falsch machen. Vielleicht ist genau das das Geheimnis der ersten Wochen. Es passiert körperlich etwas, aber auch mental. Wie hat sich dein Essen verändert? Was ich sehr deutlich bemerkt habe, dieser starke Wunsch nach Cola, Chips und Süßigkeiten war relativ schnell verschwunden und kam in den kommenden Wochen auch nicht wirklich zurück. Inzwischen habe ich gelernt, dass man dafür gerne den Begriff Food Noise verwendet. Also dieses permanente Hintergrundrauschen im Kopf. Bei mir ist dieses Rauschen deutlich leiser geworden. Also nicht komplett weg, aber es ist nicht mehr so dominant. Beim Abendessen fallen meine Portionen nun generell kleiner aus. Also zum Beispiel beim Grillen, gerade jetzt im Sommer. Eine Wurst und ein Stück Hühnchen und das reicht mir auch. Alkohol ist ebenfalls kein großes Thema, aber ich habe ja sowieso nie recht viel getrunken. Ein Bier im Biergarten, ja, das habe ich mir gegönnt. Aber in 3 Wochen war das genau einmal. Also nicht der Rede wert. Neu entdeckt habe ich am Anfang all diese Proteinprodukte, also Riegel, Puddings, Drinks, Milchprodukte und ähnliche Sachen. Und ich gebe zu, abgesehen von 1, 2 Riegeln hat mich da recht wenig begeistert. Viel schmeckt für mich eher nach Pflichtbewusstsein als nach Genuss. Spaß habe ich dagegen an 2 anderen Sachen gefunden. Also erstens Melindas selbstgebackenes Sauerteigbrot. Da probiert sie immer wieder was Neues aus und das schmeckt nicht nur gut, sondern fühlt sich auch tatsächlich sehr sättigend an. Und zweitens Joghurt mit Apfelmus. Davon habe ich inzwischen immer etwas im Kühlschrank. Wenn mich dann doch mal der Hunger erreicht, hilft mir das zuverlässig weiter. Das ist nicht spektakulär, kein Influencer-Rezept, keine Bowl mit 18 Toppings und essbaren Blüten. Einfach Joghurt mit Apfelmus. Manchmal reicht das völlig aus. Hast du wieder mehr Sport gemacht? Ja, ich könnte jetzt natürlich erzählen, dass ich parallel zur Spritze mein Sportpensum enorm gesteigert hätte. Dass ich jeden Morgen dynamisch durch den Park gejoggt bin oder an der Isar entlang und am Ende mit feuchtem Blick auf die aufgehende Sonne mich gedehnt habe. Habe ich aber tatsächlich leider nicht. Fakt ist, in den ersten Wochen bin ich vermehrt spazieren gegangen, weil ich es wollte, weil ich Spaß daran hatte und weil sich Bewegung plötzlich nicht mehr ganz so unmöglich anfühlt. Dann stand allerdings eine OP beim Kieferchirurgen an, die leider einige Komplikationen mit sich brachte. Ja, und das hat mich körperlich, aber auch vor allem mental ziemlich mitgenommen. Und nein, meine Lust auf Sport hat das natürlich nicht gesteigert. Wenn ich also ehrlich bin, muss ich einräumen, diese 9 Kilogramm sind vor allem auf die Abnehmspritze und mein verändertes Essverhalten zurückzuführen. Leider nicht auf ein Sportprogramm. Aber ich will meine Sportbemühungen wieder verstärken. Nicht, weil ich glaube, dass ich jetzt plötzlich zum Athleten mutiere, sondern weil ich merke, dass es mir guttun würde. Wie hast du dich in den 3 Monaten gefühlt? Die ersten Wochen war ich tatsächlich sehr euphorisch. Jede Woche 1 bis 2 Kilo weniger, das hat schon große Glücksgefühle ausgelöst. Und das alles, ohne dass ich starke Nebenwirkungen gespürt hätte. Körperlich hatte ich wenig Grund zu klagen. Mein Kreislauf war okay, mein Energielevel ebenfalls. Allein meine Verdauung wurde deutlich langsamer, aber darauf war ich ja vorbereitet. Ja, wie soll man es sagen? Man geht einfach seltener zur Toilette. Aber wenn es dann soweit ist, hat man dort etwas mehr Zeit als früher. Also kein Drama. Aber es ist halt bemerkbar. Interessant fand ich auch, mein Schlaf hat sich verbessert. Zumindest schlafe ich inzwischen länger als vorher. Und Melinda meint sogar, ich würde deutlich weniger schnarchen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Wobei sie nicht gesagt hat, du schnarchst gar nicht mehr. Sie sagte eher, es sei nur noch ein leichtes Röcheln wahrnehmbar. Ja, Romantik nach einigen gemeinsamen Jahren hat offensichtlich ihre ganz eigenen Maßstäbe. Das hängt vermutlich auch mit dem Gewichtsverlust zusammen. Meine Schlafapnoe fühlt sich aus meiner Sicht aktuell weniger präsent an. Aber das ist ein eigenes medizinisches Thema und da muss ich vorsichtig sein. Ich habe mein CPAP-Gerät zuletzt kaum noch genutzt. Deshalb hat meine Krankenkasse irgendwann gesagt, dass sie die Therapie nicht mehr weiter finanziert und ich musste das Gerät zurücksetzen. Das ist allerdings kein Punkt, den man einfach so nebenbei abhaken sollte. Meine Schlafmedizinerin muss das noch einordnen und das werde ich dann wohl noch mit ihr besprechen. Also bitte nicht falsch verstehen. Weniger Schnarchen heißt nicht automatisch, dass eine Schlafapnoe erledigt ist. Das wäre dann doch etwas zu viel medizinische Selbstdiagnose zwischen
Badezimmerwaage und YouTube-Kanal. Mental ging es mir mit Blick auf die Atmungsspritze weitgehend gut. Trotzdem gab es Schwankungen. Runtergezogen hat mich zwischenzeitlich die erwähnte OP beim Kieferchirurgen. Die verlief nicht so optimal wie gehofft und hat mich auch aus meinem Produktionsrhythmus gebracht. Ich konnte keine neuen Videos drehen, meine Roadtrip-Ideen nicht so umsetzen, wie ich mir das gewünscht hätte. Umso wichtiger war der Gewichtsverlust für mich als ausgleichender Faktor. Das klingt vielleicht banal, aber dieses sichtbare Erfolgserlebnis hat mich tatsächlich stabilisiert. Es war etwas, das funktioniert hat. Etwas, das nach vorne ging. Und manchmal reicht genau das, um nicht wieder komplett in dieses alte Gefühl von Stillstand zu rutschen. Wie hat dein Umfeld reagiert? Die Zahl der Reaktionen war ehrlich gesagt kleiner, als ich das erwartet hatte. Einige haben bemerkt, dass ich im Gesicht und an den Hüften schmaler geworden bin. Sie haben sich einfach mit mir gefreut. Seltsame Reaktionen gab es eigentlich keine. Eher Neugier. Viele wollten wissen, wie ich mit der Spritze zurechtkomme. Also einerseits wegen möglicher Nebenwirkungen, andererseits aber auch wegen der ganz praktischen Frage, wie kommt man damit klar, sich selbst eine Spritze in den Bauch zu hauen? Und da konnte ich alle beruhigen, denn davor hatte ich selbst großen Respekt. Aber es ist tatsächlich leichter, als man denkt. Man spürt so gut wie gar nichts. Hattest du Probleme mit Nebenwirkungen? Wie erwähnt, die langsamere Verdauung war bei mir der deutlichste Effekt. Ansonsten konnte ich von den bekannten möglichen Nebenwirkungen bei mir recht wenig feststellen. Also keine Übelkeit, kein Durchfall, kein Erbrechen, keine größeren Kopfschmerzen. Mal abgesehen von den Tagen, an denen es ohnehin furchtbar heiß war. Das würde ich aber nicht der Spritze anlassen, sondern eher dem Sommer. Aber ganz wichtig, das war bei mir so. Bei anderen Menschen kann das völlig anders ausfallen. Mounjaro ist nun mal ein Medikament und Medikamente können nun mal Nebenwirkungen haben. Ich war deshalb alle 4 Wochen bei meiner Hausärztin, habe meinen Verlauf mit ihr besprochen und dann jeweils das nächste Rezept bekommen. Das war mir wichtig, nicht einfach irgendwie loslegen, sondern den Prozess ärztlich begleiten lassen. Wie lief es mit der Dosierung? Mounjaro gibt es in verschiedenen Dosierungen zu entsprechend unterschiedlichen Preisen. Das reicht von 2,5 Milligramm zum Einstieg bis zur maximalen Dosierung von 15 Milligramm. Jeder dieser Pens enthält Flüssigkeit für 4 wöchentliche Anwendungen. Der Unterschied liegt in der Wirkstoffdosierung. Wie vorgesehen habe ich mit 2,5 Milligramm angefangen. Das ist die Einstiegsdosierung, bei der man erst einmal schaut, ob denn der Wirkstoff verträglich ist. Das Ergebnis war für mich vielversprechend. Nach 4 Wochen hatte ich bereits rund 4 Kilogramm verloren. Und Nebenwirkungen zeigten sich keine. Also bin ich in Abstimmung mit meiner Ärztin auf 5 Milligramm gewechselt. Auch hier ging das Gewicht weiter runter. Allerdings nicht mehr ganz so schnell wie im ersten Monat. In dieser Phase waren es rund 2 Kilogramm weniger. Das hat mich zunächst ein wenig irritiert. Man gewöhnt sich erschreckend schnell an den Erfolg. Kaum hat man 4 Kilogramm verloren, denkt man sich, schön, und warum nicht gleich wieder 4? Aber meine Ärztin hat mich beruhigt. Dass es nicht immer im gleichen Tempo weitergeht, ist völlig normal. Also haben wir im 3. Monat noch einmal mit 5 Milligramm weitergemacht. Solange sich etwas bewegt, muss man nicht zwangsläufig erhöhen. Aktuell merke ich allerdings, dass die Gewichtsreduktion etwas nachlässt. Deshalb werden wir nun die nächste Dosierungsstufe besprechen und voraussichtlich auch erhöhen. Hast du die sogenannte goldene Dosis benutzt? Das ist ein spezielles Thema und eines, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss. Zunächst, was ist die sogenannte goldene Dosis? Nach der 4. regulären Nutzung eines Mounjaro-Pens bleibt sichtbar Flüssigkeit im Pen zurück. Viele Anwenderinnen und Anwender beschäftigen sich deshalb mit der Frage, ob und wie man diese Restmenge noch nutzen könnte. Und ja, wer sich mit Mounjaro beschäftigt, kommt an diesem Thema im Netz kaum vorbei. Das Thema ist in Foren, Gruppen und Videos sehr präsent. Der Grund ist naheliegend. Mounjaro ist teuer. Und wenn in einem teuren Medikament sichtbar noch etwas drin ist, fangen Menschen natürlich an zu rechnen. Das verstehe ich. Aber genau hier wird es dann auch etwas heikel. Der Hersteller sieht den Pen für 4 wöchentliche Dosen vor. Die sichtbare Restmenge ist offiziell nicht als zusätzliche Dosis gedacht. Außerdem wird vor Risiken wie ungenauer Dosierung, Verletzungen und Verunreinigungen gewarnt, wenn man versucht, Restmengen auf eigene Faust zu nutzen. Deshalb werde ich hier auch ganz bewusst keine Anleitung geben. Also keine Methodik, kein Hilfsmittel, keine Mengen, keine Tricks.
Ich mache aus diesem Video also keinen Ratgeber zur Resteverwertung von Medikamenten. Ich verstehe total, warum Menschen bei einem derart teuren Medikament darüber nachdenken. Aber irgendwo zwischen Sparsamkeit und Selbstexperiment wird es eben ein Thema, bei dem man nicht einfach sagen kann, wird schon. Ich selbst habe dazu eine Meinung und ich habe für mich auch eine Entscheidung getroffen. Aber ich werde das hier nicht weiter ausbreiten, weil ich nicht möchte, dass daraus bei irgendjemandem eine Handlungsanleitung wird. Mein Rat, wenn dieses Thema für euch relevant ist, beschäftigt euch intensiv mit dem Für und Wider. Lest die Herstellerinformationen, sprecht mit eurem Arzt oder eurer Ärztin und hört nicht allein auf irgendwelche Menschen aus dem Internet. Auch dann nicht, wenn sie vor einer Kamera sitzen und einen halbwegs seriösen Eindruck machen. Was kostet der Einsatz der Abnehmspritze? Womit wir beim Thema Kosten wären. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Mounjaro ist kein Lifestyle-Gadget. Es ist ein teures Medikament, das in meinem Fall ärztlich auf Privatrezept verschrieben wird. Heißt, ich zahle selbst. Die Einstiegsversion mit 2,5 Milligramm reicht für 4 Wochen und kostet rund 210 €. Dazu kommen noch die Pennnadeln, die man ebenfalls benötigt. Wenn man anschließend auf 5 Milligramm erhöht, liegt der Preis bei rund 280 €. Interessant wird es bei den höheren Stufen. 7,5 und 10 Milligramm kosten jeweils rund 380 €. Und die noch höhere Dosierung mit 12,5 und 15 Milligramm liegen jeweils bei rund 490 €. Diese Preisstruktur wirkt auf den ersten Blick etwas seltsam, zumindest aus Verbrauchersicht. Aus Herstellersicht ist sie vermutlich deutlich nachvollziehbarer. Aber bevor wir uns allzu sehr in die Preislogik des Herstellers verlieren, muss man erst einmal festhalten, das ist kein günstiger Spaß. Für viele Menschen ist diese Therapie schwer oder auch gar nicht zu finanzieren. Und das macht diese Kostenfrage auch gesellschaftlich relevant. Denn wenn solche Medikamente gesundheitlich helfen können, stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wer bekommt Zugang dazu? Nur Menschen, die es sich selbst leisten können? Oder irgendwann auch Menschen, bei denen Folgeerkrankungen durch starkes Übergewicht vermieden werden könnten? Ob die Preise irgendwann sinken, ist für mich nicht absehbar. Es wird weiter geforscht, es wird Konkurrenz geben, möglicherweise auch andere Darreichungsformen. Zum Beispiel steht die Tablettenform gerade kurz vor ihrem Start. Aber ob das am Ende alles wirklich günstiger macht, ist offen. Im Moment gilt, wer Mounjaro selbst zahlt, muss mit mehreren 100 € pro Monat rechnen. Und das ist ein Betrag, den man nicht einfach nebenbei wegsteckt. Würdest du es wieder machen? Und wie geht es nun weiter? Für mich persönlich gilt, ja, eindeutig. Vor allem mit Blick auf meine Rahmenbedingungen. Depression, Schlafapnoe, Gewicht, Erschöpfung und dieses Gefühl, aus eigener Kraft nicht mehr richtig in Bewegung zu kommen. Ja, deshalb war diese Entscheidung bisher absolut richtig. Das Leben fühlt sich wieder etwas leichter an. Körperlich, aber auch mental. Mein nächstes Ziel ist es, unter 90 Kilogramm zu kommen. Bei 85 Kilogramm würde ich dann überlegen, wie weit das Ganze noch gehen soll. Ein festes Zielgewicht habe ich aktuell nicht vor Augen. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wie sich das Leben mit 80 oder gar 75 Kilogramm einfühlt. Aber vielleicht brauche ich das ja auch gar nicht. Vielleicht geht es am Ende weniger um eine bestimmte Zahl, als vielmehr darum, sich wieder wohler zu fühlen. Beweglicher, freier, einfach weniger belastet. Habe ich Angst vor einem Jojo-Effekt? Vor allem, wenn ich mit der Abnehmspritze irgendwann einmal aufhören sollte? Ja, natürlich ist das ein Thema. Aber mit den Details des Ausstiegs beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist. So viel also für den Moment zu mir und meinem Fortschritt mit Mounjaro. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn euch dieses Video interessiert hat oder gefallen hat, abonniert gern diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Aber ihr kennt das ja. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mal wieder mit Car-Camping, Vanlife und E-Mobilität. Denn ja, auch da gibt es noch einiges zu erzählen. In diesem Sinne, bis demnächst hier bei Ulf Unplugged. Ciao!